Eine neue Folge Germanist und ich stehe jetzt hier in Hamburg neben dem Planten und Blumen und bin verabredet mit DJ Matt, um mit ihm ein bisschen Rollschuh zu laufen. Yo, wir sind die Beginner. Yep. Ihr kennt uns von Songs wie Hey Leute, hey Leute, ja, wir bringen die Sachen, die Wirbel machen wie eine Turbine. Und ist so eine Freude, so eine Freude. Hey Mann, alles Chef, alles Routine. Hey Leute, ja, wir basteln die ganzen Sachen. Ja, soweit. Ein schönes Plätzchen hast du dir ausgesucht. Total. Was ist das hier für ein Ort? Planten und Blumen ist quasi ein Park in der Mitte von Hamburg. Wir befinden uns hier im historischen Ort. Das ist quasi der ehemalige Befestigungswald von Hamburg. In den 70ern war das dann irgendwie eine gute Idee, scheinbar hier eine Rollschuhbahn hinzubauen. Das ist eine offizielle Rollschuhbahn. Ja, die 70er findet man hier auch irgendwie im Farbkonzept ein bisschen wieder. Ja. Diese Streifen, Total. rosa, lila, das gefällt mir total. Das ist auch so ein bisschen vergessener Ort in Hamburg. Ich glaube, so viele Leute haben das gar nicht mehr auf dem Zettel. Ja. Hey Leute, ja, wir bringen die Sachen, die Wirbel machen wie eine Turbine. Und ist so eine Freude. Ich habe noch nie auf Rollschuhen gestanden. Ja, aber Blades, oder? Rollerblades? Ja, Rollerblades, aber das ist jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal auf denen gefahren bin. Und glücklicher wie Radfahren verlernt man nicht. Ja. Du und meine liebe Frau haben glücklicherweise die gleiche Schuhe. Nein, wirklich. Ich darf jetzt ihre Rollschuhe borgen. Super schöne Rollschuhe. Das ist ein bisschen Retro-Disco-mäßig. Also so sahen die ich hatte in den 80ern eher aus. Von der Farbgebung? Nee, meine waren schwarz, aber hatten auch diese dreistreifigen und ich glaube dann rote Rollen oder so. Schon früh wird klar, der Matt nimmt seine Sache sehr ernst. Und so werden natürlich erstmal meine Rollen eingestellt. Ich stelle mich mal hin. Ich finde, das machst habe ich mich noch sehr souverän gefühlt. Ich finde, das machst du gut. Na super, noch nicht mal 2 Minuten auf den Rollen, schon aufs Maul gelegt. Wie steht man jetzt wieder auf? Ach so, ja, Geh mal vorne, da oder? gibt es auch einen Trick. Aber ich weiß ihn nicht, ich bin so ein bisschen steif auf dem Boden immer. Sehr gut. Hauptsache zum Trottel machen. Ich glaube 83 oder so hat bei uns im Norden von Hamburg die erste Rollschuhdisco aufgemacht. In Hamburg gab es 4 Rollschuhdiscos. Hamburg ist die Hauptstadt der Rollschuhdiscos. Und da habe ich meine DJ-Macke her. Das war die erste Disco, wo ich rein durfte mit, 83 war ich 12. Und wenn ich dann nach 2 Stunden im Kreis fahren keinen Bock mehr hatte, dann stand ich meistens an der DJ-Kiste und habe dem Typen zugeguckt und fand das irgendwann extrem faszinierend. Vor allem die ganzen Regler und Knöpfe und das ganze Blinklicht, was er da hatte. Wann hast du angefangen? Aufzulegen? Ja. Wow, 87, 88 so irgendwie. Rückwärts fahren? Ja, geht so. Konnte ich als Kind nie, bin ich total stolz, dass ich das jetzt drauf habe. Warte mal, so. Ich lege ab und zu in der Schweiz auf, in Zürich im Extra. Die machen Rollschuh-Disco mittlerweile 2-mal im Monat. Da kommen bis zu 700 Leute. Und die machen dann da so eine 80s-Retro-Party draus. Die ziehen sich dann lustige, bunte Klamotten an und setzen sich irgendwelche Stirnbänder und Hotpants und kein Plan. Tanzt man da so Choreografie, so synchron? Oder? Ja, wenn man es irgendwann kann, ja. Da gibt es ja so diverse... Also das mache ich jetzt nicht nach, weil dann liege ich wieder auf der Fresse. Ja, das ist so die erste... Wenn man das dann hinkriegt, das ist so die Vorstufe zu... Dann gibt es so Crazy Legs. Das ist irgendwie so ich kann das überhaupt nicht. Und sag mal, sind Rollschuhpartys ein guter Ort, um jemanden klar zu machen? Ja, Vielleicht nur, wenn man es kann, ne? So ähnlich wie mit dem Hundewelpen auf der Hundewiese, das geht auch alles. Das Geile ist, dass halt so soziale Konventionen sich komplett auflösen. Also Ja. wenn du Naomi Campbell in der Rollschuhdisco auf Rollschuhe stellst, ist ihr gesamtes Ding weg. Weil sie es nicht kann, ne? Weißt du, und wenn dann irgendein abgerissener BWL-Student ankommt, der sein Leben lang schon fährt, dann ist der King. Aber wie ist denn das jetzt so Also ich finde es total angenehm. 10 Jahre nach Rollerblade? Naja, also langsam habe ich mich auch daran gewöhnt, drauf zu stehen. Ich habe noch eine einzige Frage an dich. Etwas, was wahrscheinlich viele auch Hip-Hop-begeisterte Menschen da draußen interessiert. Kommt denn noch mal ein Beginner-Album? Aber sicher. Klar. Wann?
Ja, das Wann ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ja, eigentlich war die Ansage immer nächstes Jahr. Das machen wir schon seit 10 Jahren so. In diesem Sinne also nochmal ein dickes Sorry an alle, die gewartet haben. Wir hoffen, ihr versteht, dass man nichts erzwingen kann. Seit Internet ist alles anders und die Welt wird so absolut voll gebombt mit Musik. Davon ist natürlich 90% Schrott, aber die 10%, die geil sind, sind immer noch in sich so viel, dass man sich wirklich überlegen sollte als Künstler, ob die Welt das, was du da jetzt rausbringen willst, überhaupt noch braucht. Bei uns galt und gilt, es muss das Allerderbste sein. Mit Hand und Fuß und Arsch und Eiern. Yep. Und auch Texte und so weiter. Das Deutschrap existiert jetzt 30 Jahre. Es wurde schon so viel gesagt, auch auf extrem hohem Level. Und Themen wurden so absolut zu Tode geritten und so weiter. Und sich wieder so auf Altes besinnen? Also so wieder zurück in den Oldschool? Ja, dann wären wir, glaube ich, die Rolling Stones. Und das ist auch nicht. Also ich glaube, bevor wir anfangen, uns selber zu wiederholen, hören wir auf. Okay. Und deswegen dauert das auch so lange. Es muss halt geil sein. Und aus diesem Grund müssen wir euch leider mitteilen, dass die Beginnerplatte noch länger dauert. Yep. Wir haben uns tatsächlich jetzt irgendwie zusammengefunden und wollen es ernsthaft nochmal nächstes Jahr versuchen. 2015. Also, genießt das Leben, macht euer Ding und irgendwann ist die Platte dann auf einmal da. Ja, Matt, vielen, vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt des Rollschuhs. Ja. Das hat Spaß gemacht. Total. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid und ein bisschen auf ein paar Rollen stehen könnt und fahren könnt, dann kommt hier auf jeden Fall vorbei, Plattenblumen, Rollschuhbahn. Danke dir. Ja, bitteschön. Tschüss. Affin geil. Voll.